hier sind die Falschen gegangen. Und Kevin Kühnert baut vor. Ja, Sollte Olaf Scholz auf die Idee kommen, den SPD-Generalsekretär auszuwechseln, ist das die falsche Idee? dann hätten wir das schon gemacht. Ich klebe da bestimmt auch nicht an meinem Sessel. Aber ich überprüfe einfach Haben Sie über sowas mal nachgedacht? Ich glaube, jeder in führenden Ämtern sollte regelmäßig sich hinterfragen, ob er im positiven Sinne einen Unterschied in seinem Amt Sie sind kann. seit Dezember 21 sind Sie als General im Amt. Sie haben seitdem wie viele Wahlen gewonnen? Hey Leute, bei Markus Lanz wird's wieder richtig spannend. Lanz spricht Kevin Kühnert indirekt auf einen möglichen Rücktritt an. Fragt ihn sogar, wie viele Wahlen er denn schon so gewonnen hat. Und wie immer, Kühnert windet sich raus, als wäre er auf Schmierseife unterwegs. Das wollt ihr nicht verpassen. Auf geht's! Und lassen uns einmal über deutsche Innenpolitik sprechen, Herr Kühnert. Wie oft denken Sie, wenn Sie an die letzten Wahlen denken, unter anderem, was haben wir eigentlich nur falsch gemacht? Was haben wir eigentlich nicht verstanden? Wo haben wir nicht aufgepasst? Wo haben wir was übersehen? Na, dann würden wir noch sehr weit vorne in der Analyse stehen. Ich glaube, wir können mittlerweile aus dem eigenen Erleben, aus den Besuchen bei Wahlkämpfen und dem, was man ja auch im eigenen Privatleben erlebt, aber auch aus der Forschung, eine ganze Menge lernen schon zu dem, was an Verschiebungen in der politischen Landschaft stattgefunden hat. Um mal nur ein paar Beobachtungen zu nennen. Erstmal ganz grundsätzlich die Parteienbindung, die abnimmt. Insbesondere bei Jüngeren, aber quer durch die ganze Gesellschaft hindurch. Also ein volatileres, ein flexibleres Wahlverhalten, eine stärkere Orientierung an Personen. Und je kommunikativer und geschickter bei der Inszenierung, gerade auch im Netz, die sind, desto besser sind tatsächlich auch die Chancen. Wir haben einen Anstieg, wenn wir jetzt nach rechts außen gucken, von Menschen mit geschlossen rechtsradikalen Weltbildern. Damit will ich nicht sagen, dass alle, die die entsprechenden Parteien wählen, dieses geschlossene Weltbild haben. Aber der Anteil in unserer Bevölkerung, der bis vor wenigen Jahren noch bei 2-3% lag, ist deutlich hochgegangen. Und das schlägt sich auch in Wahlergebnissen nieder. Und dann sind es aber natürlich auch eigene Politikfehler, manchmal in der Sache. Aber wenn eine Regierung 3 Jahre lang oder große Teile davon ein öffentliches Bild abgibt, was auch in den Augen der wohlwollendsten Betrachter jetzt nicht sehr vorteilhaft ist, dann trägt es jetzt nicht zur Stärkung des Vertrauens in die Demokratie und der sie tragenden Parteien bei, klar. Okay, das klingt jetzt aber so, als Sie haben das jetzt erkannt und das kriegen wir jetzt in den Griff. Aber ich meine, Sie sind als SPD zum Teil marginalisiert. Unterschiedlich. Wenn wir jetzt auf die 3 Landtagswahlen gucken, ist das, finde ich, erstmal ganz grob betrachtet ein Beleg für das Erste, was ich gesagt habe. Eine hohe Volatilität bei den Wahlergebnissen. Da kann quasi in benachbarten Bundesländern, die ja direkte Landesgrenzen zueinander haben, wie Sachsen und Brandenburg, binnen 3 Wochen in dem einen Land die SPD 7% holen und kurz darauf 3 Dörfer weiter, um das mal so zu sagen, über 30%. Das liegt ja nicht daran, dass da ein Krokodilsgraben dazwischen wäre und die Leute nicht miteinander reden, sondern dass andere Dinge für viele Menschen ausschlaggebender bei Wahlen sind. Zum Beispiel die Frage, wen muss ich wählen, damit in meinem Bundesland nicht Rechtsradikale die stärkste Kraft werden? Was muss ich wählen, um den Ministerpräsidenten, den ich ganz gut finde, zu stärken, was mir im Zweifel wichtiger, weil vertrauter ist, als Parteien mit ihren Programmen, bei denen ich gar nicht mehr als Einzelner so nachvollziehen kann, was das genau bedeutet. Aber nochmal, Sie stellen den Kanzler, Sie sind die Regierungspartei, Sie wollen dieses Land gestalten. Also man kann sich doch nicht damit zufrieden geben, dass man irgendwie 6-7% erreicht und sagt, okay, sind wir noch einigermaßen mit einem blauen Auge davongekommen, sondern man muss doch irgendwie versuchen, nach vorne zu kommen. Wie finden Sie in dem Zusammenhang, dass bei den Grünen nach ähnlichen Ergebnissen im Osten die Parteiführung die Verantwortung übernommen hat und zurückgetreten ist? Ein respektabler Schritt, wie das jetzt viele auch gesagt haben. Aber um mal ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, also ich habe jetzt auch nach mehreren Tagen, nachdem dieser Rücktritt stattgefunden hat, noch nicht so richtig verstanden, warum eigentlich der Rücktritt der grünen Parteivorsitzenden die passende Antwort auf die Problemsituation der grünen Partei sein soll. Verantwortung übernehmen? Ja, Verantwortung für miese übernehmen. Aber Neuanfang? Wenn der grüne Vizekanzler selbst danach in Interviews sagt, für das Ansehen der Regierung und damit auch der Regierungspartei der Grünen seien ja wohl mehr die Regierungsmitglieder, also er selbst,
verantwortlich als die Vorsitzenden der Partei. Dann ist das so ein nettes Lebewohl, was man den eigenen Ex-Vorsitzenden noch mal hinterherruft. Aber da liegt ja eine wichtige Aussage drin. Nämlich eigentlich hat er gesagt, hier sind die Falschen gegangen. Und Kevin Kühnert baut vor. Ja, sollte Olaf Scholz auf die Idee kommen, den SPD-Generalsekretär auszuwechseln, ist das die falsche Idee? Dann hätten wir das schon gemacht. Ich klebe da bestimmt auch nicht an meinem Sessel. Aber ich überprüfe einfach Haben Sie über sowas mal nachgedacht? Ich glaube, jeder in führenden Ämtern sollte regelmäßig sich hinterfragen, ob er im positiven Sinne einen Unterschied in seinem Amt Sie sind kann. seit Dezember 21 sind Sie als General im Amt. Sie haben seitdem wie viele Wahlen gewonnen? Die Saarlandwahl, die Niedersachsenwahl. Jetzt kann ich natürlich dazu sagen, die habe ja nicht ich am Ende gewonnen. Ich habe die Kampagne dort nicht verantwortet. Der Umkehrschluss ist dann auch, der Generalsekretär der Bundespartei hat nicht die Kampagnenverantwortung für andere Wahlkämpfe, aber unterm Strich wir tragen Gesamtverantwortung. 3 Wahlen gewonnen, 9 Wahlen verloren. Das ist doch katastrophal. Ja, aber wissen Sie, jetzt machen wir mal die Gesamtbetrachtung schon auch auf. Die SPD wird innerhalb dieser Bundesregierung, auf die Sie ja gerade anspielen, das ist Bundespolitik, dafür trage ich wirklich auch Verantwortung, mit Abstand am besten bewährt. Wenn gefragt wird, wer trägt die Verantwortung an dem andauernden Streit in der Koalition, dann sagen die allerwenigsten, das ist jetzt die der Vergleich Not gegen Elend, das kann es ja nicht sein. Nee, das ist jetzt nur mal 3 Wahlen gewonnen, 9 verloren. Damit kann man doch nicht ernsthaft zufrieden sein. Nein, damit bin ich im Ergebnis auch nicht zufrieden. Aber man muss sich doch hinterfragen, wenn jetzt einfach nur Personen, ob ich es bin oder wer anders, die Vorsitzenden, der Fraktionsvorsitzende oder Regierungsmitglieder ausgetauscht werden, wird das jetzt anders. Und ich bin davon überzeugt, das wäre nicht der Fall. Ich bin übrigens bei den Grünen auch davon überzeugt, dass das erstmal nichts ändern wird. Weil die grundsätzliche Stimmung gegenüber Bundespolitik sich nicht in der Mitte einer Wahlperiode fundamental ändert, sondern grundsätzliche Verschiebungen finden, da bin ich wieder bei meinem Punkt von vorhin, kurz vor Wahlen statt. Weil erst dann die Frage nach der wahltaktischen Betrachtung, welche Bündnisse sind wahrscheinlich, wer soll eine Regierung am Ende führen, weil die dann erst in Frage kommen. Jetzt ist die Stimmung schlecht. Das hat jetzt, glaube ich, weniger mit dem letzten Bundesparteitag der SPD zu tun, um es mal vorsichtig von Ihnen wegzuziehen, zu formulieren. Ja. Nee, aber das sind Sachen, für die ich unmittelbar Verantwortung trage. Und daher, glaube ich, wäre keines der Probleme gelöst, wenn jetzt beispielsweise ich zurücktreten würde. Ich bin da ganz unorthodox. Wenn das helfen würde, wenn ich davon überzeugt wäre, ich würde das sofort machen. Aber ich treffe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, die finden, das sei nun der Korken auf der Flasche. Und wenn der sich endlich mal lösen würde, na dann wäre aber hier was los. Sind wir jetzt auch nicht so der Meinung? Ich schaue gerade zu Robin Alexander, der... Ich glaube, Sie haben gerade was gesagt, was echt fatal ist. Nämlich, die Stimmung ändert sich nicht mehr. Und das ist nicht okay, weil in diesem Land läuft was schief. Und das ist mehr als die Umfragen der SPD. Richtig. Ja? Also wir haben Aufkommen von Rechtspopulismus. Wir haben Investitionsentscheidungen, die gegen dieses Land getroffen werden. Also die Lage ist schlecht, die Stimmung ist noch schlechter. Und deshalb muss sich ein Kanzler oder eine Regierung einen Kopf machen, wie drehe ich das? Genau. Wo ist der Plan? Da muss es, und das ist ja auch, also ich meine, Gerhard Schröder hat ja auch nicht die Agenda 2010 aus Spaß gemacht, sondern er hatte eine Analyse, wir brauchen sozusagen was Neues. Und das fehlt. Und wenn Sie jetzt sagen, kann man nichts machen, oder Olaf Scholz sagt immer, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Dreierkonstellationen haben, also nach dem Motto, ist Mist, aber wird auch nie mehr besser. Das geht nicht, weil eine Regierung aus der Mitte muss schon vernünftiges Regieren liefern. Und wenn es nicht klappt, einen neuen Plan. Und wenn der Kanzler keinen neuen Plan mehr hat, dann müssen wir eigentlich einen neuen Kanzler finden. Das ist jetzt nicht bös gemeint, aber so kann man es nicht machen. Zumal er verantwortlich ist für die Regierung. Und das fällt mir immer wieder auf, dass die Parteien so ein bisschen gegeneinander sind. Ihr seid ja jetzt alle in der Regierung. Und der Wähler nimmt das als solches wahr. Also wenn jetzt die SPD sagt, ja, wir sind ja nicht schuld, sondern das sind die anderen beiden, dann sage ich sehr wohl, ja, der Kanzler hat die Verantwortung an der Stelle. Und was ich ganz spannend finde, Sie haben das ja wirklich gut analysiert. Das kam in unseren Studien auch so raus. Alles, was Sie da gemacht haben, ich sehe nur keine Aktionen. Also es fehlt noch so ein bisschen so ein Handlungsschritt, wo ich sage, was macht jetzt die SPD dagegen? Also ihr schaut ja quasi passiv zu, wie immer weniger Menschen euch wählen, obwohl der Hass gar nicht da ist. Also viele Menschen sagen, ich finde die SPD klasse, die ist aber für mich jetzt Prio 2 oder 3, ich will jetzt erstmal was anderes. Ja, aber das ist, also wenn das von Ihren Studien auch bestätigt wird, mir scheint das eine sehr grundsätzliche Entwicklung zu sein. Ich will diese Beobachtung einfach mal teilen. Als jemand, der in seinem Joballtag ganz viel unterwegs ist, quer durchs Land, und jetzt nach den 3 Ostlandtagswahlen habe ich noch mal mehr frische Erlebnisse von dort. Und zwar nicht von irgendwelchen Bühnen runter, sondern wirklich Marktplatz, Augenhöhe, Gespräch miteinander.
ich habe den Eindruck, dass vieles von der Wut, dem Ärger, wie auch immer man es ausdrücken will in der Gesellschaft, und davon ist zweifelsohne viel da, wenn man nachbohrt, nachfragt, auch ganz konkret werden will, gar nicht so sehr gedeckt ist durch erstens, zweitens, drittens. Ich treffe wenig Leute, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich treffe wenig Leute, die sagen können, wenn dieses Gesetz anders wäre, der Mindestlohn 2 € höher und ein Steuersatz 2 Prozentpunkte niedriger, dann gäbe es für mich keinen Grund mehr, so unzufrieden zu sein, sondern es gibt einen Grundsatzverdruss, nicht überall, aber bei vielen in der Gesellschaft, der gar nicht mehr sich an konkreten politischen Maßnahmen festmacht, sondern zum Beispiel an dem Gefühl, was ich auch wähle, mit wem ich auch spreche, im Ergebnis, auch wenn ich das widerlegen kann mit Studien und Gesetzen, aber das Gefühl ist bei vielen verbreitet, im Ergebnis ändert sich nicht viel. Weil zum Beispiel vieles, was meine Partei, wie versprochen, in dieser Wahlperiode für höhere Löhne gemacht hat, Steuer- und Abgabenentlastung bei kleinen Einkommen, Wohngeld und so weiter, ist gefühlt, und so nehmen Leute Alltag wahr, das ist auch nicht schlimm, ist normal, ist gefühlt nicht angekommen, weil Dinge wie Inflation und anderes natürlich nicht dazu geführt haben, dass mehr Kaufkraft entstanden ist, dass mehr Sommerurlaub möglich war, dass die Geschenke für die Kinder zu Weihnachten größer ausgefallen sind. Und da stehe ich, ja, wenn man mir vorwerfen will, dass ich da jetzt mit einer gewissen Ohnmacht vorstehe und noch nicht die Antwort drauf habe, stimme ich zu und sage, ja, darauf habe ich noch nicht die abschließende Antwort gefunden.